Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversations-Podcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, herzlich willkommen in unserer kleinen Deutschlernfamilie. Hier sprechen wir echtes Deutsch mit echten Geschichten. Und heute mit einem Thema, auf das die ganze Woche wartet. Ja, denn heute reden wir über etwas, das jeder liebt, das jeder braucht, das viel zu schnell vorbeigeht. Sophia, ich möchte dir heute eine sehr wichtige Frage stellen. Was für eine Frage? Ernst. Was ist das Erste, was du am Freitagabend denkst? In dem Moment, wenn die Arbeitswoche endet. Oh, das ist einfach. Ich denke, endlich, endlich Wochenende. Endlich Wochenende. Das denken alle. Alle, in jeder Sprache, in jeder Kultur. Endlich Wochenende ist universal. Und genau darüber reden wir heute. Das Wochenende. Wie verbringt man es? Wie spricht man auf Deutsch darüber? Was macht man am Samstag? Was macht man am Sonntag? Und wie erzählt man davon? Für A2 und B1-Lernende, aber auch für alle, die ihren Wortschatz erweitern wollen. Von einfachen Sätzen bis zu natürlichen Gesprächen. Mit echten Geschichten, echten Wochenendabenteuern und manchmal echtem Chaos. Definitiv echtem Chaos. Also, bleibt dran, holt euch einen Kaffee oder was auch immer euer Wochenendgetränk ist und genießt. Sophia, fangen wir direkt an. Wie war dein letztes Wochenende? Beschreib es mir, von Anfang bis Ende. Ganz langsam und natürlich. Also, mein letztes Wochenende. Es war eigentlich sehr schön, aber auch ein bisschen chaotisch. Diese Mischung, die ich irgendwie liebe. Schön und chaotisch, das ist das perfekte Wochenende. Das perfekte Wochenende. Also, Freitagabend zuerst. Lars und ich haben nichts geplant. Wirklich nichts. Und das war wunderbar. Das geplante Nichts? Das bewusst geplante Nichts. Wir haben einfach auf dem Sofa gesessen. Decken, heißer Tee, ein Film, das war alles. Weißt du, das ist manchmal das Allerbeste. Kein Stress, keine Termine, einfach sein. Ja, und ich habe in diesem Moment gedacht, das ist Luxus. Echter Luxus. Nicht teures Essen, nicht große Reise, sondern dieser einfache, ruhige Abend. Der Freitagabend-Luxus. Ich kenne das genau. Und dann Samstag, das war schon lebhafter. Ich bin früh aufgestanden. Für mich früh bedeutet 8:30. 8:30 ist früh. Für einen Samstag absolut früh. Und ich bin in mein Malzimmer gegangen, also meine Aquarellecke, und habe 2 Stunden gemalt. Die heilige Samstagmorgen-Mahlzeit. Heilig. Diese Zeit gehört mir. Lars weiß das. Er macht dann seinen eigenen Sport. Laufen meistens. Laufen, natürlich. Natürlich. Und dann mittags haben wir uns wieder getroffen und sind zusammen auf den Wochenmarkt gegangen. Frisches Gemüse, Brot, Käse. Der Wochenmarkt. Das Beste am Samstag. Das Beste. Und am Nachmittag haben wir Clara und Thomas besucht. Kaffee, Kuchen, Gespräche. 2 Stunden einfach zusammensitzen. Besuch bei Freunden am Samstagnachmittag. Das ist so schön. Ja, und weißt du, ich habe früher Samstagnachmittage immer für irgendwelche Erledigungen genutzt. Einkaufen, Haushalt, organisieren. Aber jetzt, ich schütze diese Zeit. Für Menschen, für Gespräche. Schützen bedeutet etwas bewachen, etwas verteidigen. Man lässt nicht zu, dass andere Dinge diese Zeit nehmen. Man schützt sie wie etwas Wertvolles. Genau. Zeit mit Menschen ist wertvoll. Das lernt man mit den Jahren. Und der Sonntag? Der Sonntag war das Chaotische. Also, Lars hatte einen Plan. Wir wollten wandern gehen. Ein kleiner Ausflug aus Berlin raus. Und? Wir haben den Zug verpasst. Den ersten Zug verpasst. Weil ich noch gemalt habe. Nur noch eine Schicht, habe ich gesagt. Und dann waren es 20 Minuten mehr. Nur noch eine Schicht. Das kennt man. Lars hat an der Tür gewartet, mit dem Rucksack, mit dem Ausdruck, Sophia, wir müssen gehen, und ich, nur noch eine Minute. Und dann? Dann haben wir den Zug verpasst. Lars war ein bisschen, wie sagt man, verstimmt. Verstimmt, das ist ein schönes Wort. Verstimmt, nicht wirklich wütend, aber auch nicht glücklich, irgendwo dazwischen. Verstimmt, das bedeutet, man ist in schlechter Stimmung, man ist leicht verärgert, wie ein Instrument, das nicht gestimmt ist. So fühlt sich die Person.
Lars war ein verstimmtes Instrument. Aber dann, wir haben den nächsten Zug genommen, 1 Stunde später, und die Wanderung war trotzdem wunderschön. Der verstimmte Lars wurde wieder gestimmt durch die Natur. Die Natur heilt alles. Und am Ende, abends, haben wir diesen Day ja sogar noch gerettet. Wir waren beide so glücklich und Lars hat gesagt, naja, wenigstens sind wir gegangen. Naja, wenigstens. Das positive deutsche Naja. Das versöhnliche Naja. Okay, und du, Matteo? Wie war dein Wochenende? Erzähl. Also, mein Wochenende war ein bisschen anders als deins. Ruhiger. Ich war mehr für mich. Das klingt schön. Was hast du gemacht? Also, Freitagabend. Ich war beim Lesekreis. Einmal im Monat, das kennt ihr ja schon. Wir haben über ein Buch geredet. Ein Krimi natürlich. Natürlich ein Krimi. Immer ein Krimi. Und es war so ein schöner Abend. 8 Menschen, alle mit verschiedenen Meinungen. Alle leidenschaftlich über das Buch redend. Und auf Deutsch. Komplett auf Deutsch. Und das ist so toll. Man redet über ein Buch und lernt gleichzeitig so viel Vokabular. Ausdrücke für Meinungen, für Kritik, für Emotionen. Ein Lesekreis ist eine Gruppe, das dasselbe Buch liest und sich dann trifft, um darüber zu sprechen. Man teilt Meinungen, Interpretationen, Gefühle. Es ist gesellig und lehrreich gleichzeitig. Und nach dem Lesekreis, wir waren noch in einem kleinen Lokal. Ein Glas Wein, weitere Gespräche. Ich war um Mitternacht zu Hause. Mitternacht, der Nachtmensch. Ausnahmsweise. Am Wochenende darf man Mitternacht. Man darf. Und Samstag, ich bin um 9 aufgestanden. Sehr entspannt. Kaffee am Fenster. Das Ritual. Dann gelaufen. Meine normale Samstagsstrecke durch den Prenzlauer Berg. Die heilige Laufrunde. Heilig. Und dann, ich habe eingekauft. Markt, Supermarkt, alles. Und am Nachmittag das Schreiben. 2 Stunden an meiner Kurzgeschichte. Die Kurzgeschichte. Wie läuft es damit? Langsam, sehr langsam. Aber es läuft. Und das Schreiben macht mir so viel Freude. Auch wenn es langsam geht. Ja, das Wichtige ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die Freude dabei. Genau. Und abends, ich habe für mich selbst gekocht. Pilzrisotto mit den Pilzen vom Markt und dabei Musik gehört. Alte Musik, laut. Ich habe mitgesungen. Laut gesungen beim Kochen. Die Nachbarn haben zum Glück nichts gesagt. Und Sonntag, telefoniert mit meinen Eltern. Das Ritual. Meine Mutter hat gefragt, ob ich gegessen habe. Natürlich. Natürlich. Und dann ein langer Spaziergang. 2 Stunden durch Berlin. Ohne Plan, ohne Ziel. Einfach gehen. Das Bummeln. Das pure Bummeln. Und abends aufgeräumt, frisch gemacht, einen Tee und gelesen. Bis 11 Uhr. Perfekter Sonntag. Das klingt so erfüllt, so vollständig. Es war erfüllt. Und ich war bereit für Montag. Wenn man das sagen kann, dann war das Wochenende gut. Der Matteo-Test. Bereit für Montag? Gutes Wochenende. Der absolute Test. Okay, lass uns über die Sprache reden. Wie spricht man auf Deutsch über das Wochenende? Was sind die wichtigsten Ausdrücke für A2 und B1? Ja, fangen wir mit den Grundlagen an. Die Fragen, die man am Montag hört. Also, die häufigste Frage, wie war dein Wochenende? Das ist die Montagsfrage schlechthin. Jeder stellt sie. An Kollegen, an Freunde, an Familie. Und man antwortet ganz einfach. Es war schön. Oder es war super. Oder es war ruhig. Oder es war ein bisschen chaotisch. Für A2, diese einfachen Antworten reichen vollkommen. Man gibt eine Bewertung. Schön, super, ruhig, chaotisch, anstrengend, langweilig, aufregend. Und für B1, man fügt Details hinzu. Es war schön. Ich war mit Freunden und wir haben gegrillt. Kurze Erklärung, warum es schön war. Und dann, wie erzählt man, was man gemacht hat? Die Vergangenheitsform. Also im Gespräch benutzt man das Perfekt. Ich habe plus Partizip. Ich habe gemalt, ich habe gekocht, ich habe Freunde besucht. Das ist die gesprochene Vergangenheit. Und für Bewegungen, ich bin plus Partizip. Ich bin gelaufen, ich bin gewandert, ich bin in den Park gegangen. Bewegungsverben benutzen sein, nicht haben. Also, ich habe geschlafen, haben. Ich bin eingeschlafen, sein. Ich habe den Park besucht, haben. Ich bin in den Park gegangen, sein. Das Verb des Gehens braucht sein. Das klingt vielleicht kompliziert, aber mit der Zeit wird es automatisch. Man hört es, man übt es und dann kommt es von selbst. Okay, lass uns jetzt wichtige Wochenendaktivitäten auf Deutsch lernen. Viele, viele Aktivitäten. Ja, also fangen wir an.
Ausschlafen. Man schläft aus, man schläft länger als normal. Kein Wecker, kein früher Start. Einfach schlafen, bis man aufwacht. Ausschlafen ist so ein schönes Wort. Es klingt entspannend, oder? Fertig mit dem Schlafen. Aber auf die schöne Art. Man hat ausgeschlafen. Man hat genug geschlafen. Und dann frühstücken. Am Wochenende frühstückt man oft ausgiebiger. Nicht schnell, sondern richtig. Mit Zeit, mit Ruhe, mit allem, was dazugehört. Ausgiebig, das bedeutet gründlich, vollständig, ohne Eile. Ein ausgiebiges Frühstück ist lang und genüsslich. Und dann spazieren gehen. Man geht spazieren. Ein Spaziergang ohne Ziel, ohne Eile. Einfach draußen sein, die Luft einatmen, die Welt beobachten. Spazieren gehen ist so typisch deutsch. Die Deutschen lieben ihre Spaziergänge. Die Deutschen und ihre Spaziergänge. In jedem Wetter. In jedem Wetter. Regen, Kälte, kein Problem. Raus, frische Luft. Und dann einkaufen. Man geht einkaufen. Am Wochenende hat man Zeit. Man geht zum Markt, in die Geschäfte, ohne Stress. Oder einen Ausflug machen. Man fährt irgendwo hin. Nicht weit, vielleicht eine Stunde. Man besucht einen Ort, schaut sich etwas an. Und Freunde treffen. Man trifft Freunde, man verabredet sich, man verbringt Zeit zusammen. Sich verabreden. Das bedeutet, man macht eine Verabredung. Man sagt, wir treffen uns um 3. Das ist die Verabredung. Man hat sich verabredet. Und dann Grillen. Das haben wir schon öfter erwähnt. Am Wochenende, wenn das Wetter schön ist, Grillen ist ein Muss. Ein absolutes Muss. Und dann Faulenzen. Mein Lieblingswort. Faulenzen. Das Schönste am Wochenende. Man faulenzt. Man tut nichts. Man liegt herum, man schaut aus dem Fenster, man denkt nach. Sehr langsam. Faulenzen von faul. Faul bedeutet normalerweise jemand, der nicht arbeiten möchte. Aber Faulenzen am Wochenende ist keine Schwäche. Es ist eine Kunst. Eine Kunst. Man muss das richtige Faulenzen lernen. Vollständig entspannen, ohne schlechtes Gewissen. Ohne schlechtes Gewissen. Das ist der Schlüssel. Und dann Hobbys nachgehen. Man geht einem Hobby nach. Man macht das, was man liebt. Malen, lesen, Gärtnern, Musik machen. Einem Hobby nachgehen. Das ist so ein schöner Ausdruck. Man geht nach, man folgt. Man folgt seinem Hobby. Es zieht einen an und man geht mit. Und dann Filme oder Serien schauen. Das ist so eine beliebte Wochenendaktivität. Man setzt sich auf das Sofa und schaut. Netflixen, obwohl das kein offizielles deutsches Wort ist. Es ist kein offizielles Wort, aber jeder versteht es. Jeder. Die Sprache entwickelt sich. Okay, und jetzt für B1. Wie beschreibt man das Wochenende detaillierter, mit mehr Nuancen? Ja, also man benutzt Zeitausdrücke. Am frühen Samstagmorgen, später am Nachmittag, gegen Abend, am frühen Sonntagabend. Das gibt der Geschichte Struktur. Und man benutzt Verbindungswörter. Zuerst habe ich das, dann bin ich dort, danach habe ich das, schließlich. Das macht die Erzählung fließend. Und man fügt Emotionen ein. Nicht nur, ich habe das und das gemacht, sondern ich habe das gemacht und es hat mir so viel Freude bereitet. Oder es war ein bisschen anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Das bedeutet, es war es wert. Die Anstrengung oder die Zeit war gerechtfertigt durch das Ergebnis. Man ist froh, dass man es getan hat. Und man benutzt Adjektive. Das Wochenende war entspannend, aufregend, gemütlich, erholsam, abenteuerlich und vergesslich. Erholsam. Das bedeutet, es hat einen erholt. Man hat Kraft getankt. Man ist danach ausgeruhter als davor. Ein erholsames Wochenende gibt Energie für die Woche. Und gemütlich, ein sehr deutsches Wort. Es beschreibt eine warme, angenehme, behagliche Atmosphäre. Gemütlich ist ein Sofa mit einer Decke. Gemütlich ist ein Café mit Kerzenlicht. Gemütlich ist so ein schönes Wort. Es hat keine direkte Übersetzung in anderen Sprachen. Ja, das ist so ein typisch deutsches Konzept. Gemütlichkeit, die Atmosphäre der Wärme, des Wohlbefindens, der Entspannung. Und das Wochenende ist der gemütlichste Teil der Woche. Definitiv. Okay, und was ist noch anders am deutschen Wochenende? Also der Sonntag. Der Sonntag ist in Deutschland wirklich anders. Die Geschäfte sind geschlossen, es ist ruhiger, es ist mehr eine Zeit für Familie, für Erholung, für Natur. Ja, der Sonntag als Ruhetag. Das ist eine echte kulturelle Besonderheit Deutschlands.
und ich liebe das jetzt. Ich habe es zuerst nicht verstanden, warum sind die Läden zu. Aber jetzt, ich genieße diesen ruhigen Sonntag. Es zwingt einem zur Entschleunigung. Entschleunigung, das Gegenteil von Beschleunigung. Man verlangsamt, man macht langsamer. In der hektischen Welt ist Entschleunigung wichtig und wertvoll. Und Lars sagt immer, der Sonntag ist der einzige Tag, wo Berlin atmet. Wo Berlin atmet, das ist so poetisch. Oder wenn Lars es sagt, klingt es fast zufällig, aber es ist so wahr. Lars in seinen poetischen Momenten. Selten, aber wenn sie kommen, Okay, lass uns jetzt eine Szene spielen. Ich spiele jemanden am Montagmorgen im Büro und Sophia kommt rein. Und wir führen das typische Montaggespräch. das berühmte Montag-Bürogespräch. Guten Morgen, Sophia. Schön, dass du wieder da bist. Na, wie war dein Wochenende? Guten Morgen, Matteo. Es war wirklich schön, danke. Wir hatten ein bisschen Chaos, aber am Ende war es super. Oh, Chaos? Was ist passiert? Also, Lars und ich wollten am Sonntag wandern gehen, aber ich habe den Zug verpasst, weil ich noch gemalt habe. Lars war ein bisschen verstimmt, aber dann haben wir den nächsten Zug genommen und die Wanderung war trotzdem wunderschön. Das klingt toll. Und Samstag? Was habt ihr da gemacht? Samstag war entspannt. Ich habe morgens gemalt, dann waren wir auf dem Wochenmarkt. Und nachmittags haben wir Clara und Thomas besucht. Kaffee, Kuchen, lange Gespräche, das Beste. Das klingt perfekt. Und du? Hast du ausgeschlafen? Freitagabend nicht. Wir waren wach bis fast Mitternacht, Film geschaut. Aber Samstag bis 8:30, das war Luxus. 8:30. Das ist wirklich Wochenendluxus. Und jetzt? Bereit für die neue Woche? Bereit. Das Wochenende hat mir genau das gegeben, was ich gebraucht habe. Energie, Ruhe, schöne Momente. Also, ja, bereit. Perfekt. Habt ihr das gehört? Ein natürliches, echtes Montaggespräch auf Deutsch. Mit Vergangenheitsformen, mit Emotionen, mit Details. Und habt ihr die Struktur bemerkt? Man gibt eine allgemeine Bewertung. Es war schön. Dann erzählt man eine Geschichte. Wir wollten wandern, aber dann das Ende. Trotzdem wunderschön. Das ist natürliches Erzählen. Und jetzt eure Übung. Macht das jetzt selbst. Stellt euch vor, ihr seid am Montagmorgen. Jemand fragt, wie war dein Wochenende? Antwortet laut, auf Deutsch. 3 bis 5 Sätze. Pausiert den Podcast, denkt nach und sprecht. Laut, auch wenn niemand zuhört. Besonders wenn niemand zuhört. Dann ist man am freiesten. Okay, lass uns über verschiedene Arten von Wochenenden reden, weil nicht jedes Wochenende ist gleich. Ja, es gibt das Erholungswochenende. Man erholt sich. Man schläft, man liest, man faulenzt. Man tankt Energie. Das Abenteuerwochenende. Man macht etwas Besonderes, einen Ausflug, eine Reise, etwas Neues ausprobieren. Das soziale Wochenende. Man ist viel mit Menschen zusammen. Freunde, Familie, Veranstaltungen. Das produktive Wochenende. Man erledigt Aufgaben, Haushalt, Einkaufen, organisieren. Manchmal muss das sein. Produktiv, das bedeutet, man produziert etwas. Man ist aktiv, man schafft etwas. Ein produktives Wochenende ist eines, bei dem man Dinge erledigt hat. Und dann das gemischte Wochenende. Ein bisschen von allem. Das bin ich. Das bin ich auch. Samstag aktiv, Sonntag ruhig. Oder umgekehrt. Die Mischung macht es perfekt. Sophia, was ist dein ideales Wochenende? Das absolut perfekte. Also mein absolut perfektes Wochenende. Freitagabend, Lars und ich, Sofa, Film, Tee, kein Stress, kein Plan. Der perfekte Start. Perfekter Start. Samstagmorgen alleine malen, 2 Stunden ohne Unterbrechung und dabei Musik hören. Spanische Musik manchmal. Das bringt mich nach Hause. Die Musik als Heimat. Ja, und dann Samstagmittag, Lars und ich, draußen. Wochenmarkt, Café, Spaziergang, einfach zusammen sein. Das Togetherness. Ja, und Samstagnachmittag Freunde. Clara, Thomas, vielleicht noch jemand. Gutes Essen, lange Gespräche, Lachen. Das klingt wirklich toll. Und Sonntag ruhig, lange Frühstücken. Lars und ich am Tisch, Zeitung, Kaffee, dann vielleicht einen langen Spaziergang und abends früh schlafen, bereit für die Woche. Das ist wirklich das perfekte Wochenende. Es hat alles. Kreativität, Gemeinschaft, Natur und Ruhe. Und Menschen, die man liebt. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste. Immer. Und dein perfektes Wochenende, Matteo?
Also meins ist vielleicht etwas einsamer als deins. Aber das ist okay. Ich bin manchmal ein Einsiedler. Ein Einsiedler. Ein freiwilliger Einsiedler. Also Freitagabend, Lesekreis. Das ist fest. Das bleibt. Natürlich. Morgens alleine laufen. Meine Route, meine Musik, meine Gedanken. Das ist so wertvoll für mich. Diese Zeit alleine. Ja, Zeit alleine ist so wichtig. Man lädt auf. Aufladen wie ein Handy. Man braucht Energie. Man lädt auf. Für Introvertierte bedeutet Zeit alleine Energie auffüllen. Und für Extrovertierte, Zeit mit Menschen bedeutet Energie auffüllen. Genau. Ich bin ein Introvertierter, der gerne mit Menschen spricht. Das klingt widersprüchlich, aber es stimmt. Das stimmt wirklich bei dir. Ja, also Samstagmittag, Kochen. Echtes Kochen, mit Zeit, mit Genuss. Und am Nachmittag schreiben. An meiner Geschichte oder an Podcast-Ideen. Und Menschen? Samstagabend vielleicht Jonas treffen. Ein Bier, ein Gespräch, ein guter Abend. Nicht lange, aber qualitativ. Qualitativ. Das bedeutet von guter Qualität. Nicht die Menge ist wichtig, sondern die Tiefe. Ein qualitatives Gespräch ist besser als viele oberflächliche. Und Sonntag meiner. Ganz meiner. Eltern anrufen, Spaziergang, lesen, aufräumen, vorbereiten auf die Woche. Und dann ein ruhiger Abend mit Tee. Das ist so du, Matteo. Strukturiert, kreativ, ein bisschen allein, aber mit Menschen, die wichtig sind. Strukturierter Einsiedler mit guten Freunden. Das neue Selbstbeschreibungschunk. Ich nehm's. Okay, lass uns die wichtigsten Sätze zusammenstellen. Für alle Niveaus. Ja, A2, ganz einfache Sätze. Mein Wochenende war schön. Ich habe ausgeschlafen, ich bin spazieren gegangen, ich habe Freunde getroffen, es hat Spaß gemacht. B1, mehr Details. Am Samstag habe ich zuerst gemalt, dann sind wir auf den Markt gegangen. Wir wollten wandern, aber wir haben den Zug verpasst. Trotzdem war es ein wunderschöner Tag. Das Wochenende hat mir gut getan. Gut tun. Das Wochenende hat mir gut getan. Das bedeutet, es war gut für mich. Es hat mir geholfen. Es hat mich besser gemacht. Körperlich oder emotional. Und dann Ausdrücke für Pläne. Was machst du am Wochenende? Ich plane. Ich habe vor. Ich werde wahrscheinlich. Ich habe vor, das bedeutet, ich plane, ich beabsichtige. Ich habe vor, am Samstag zu wandern. Man hat sich etwas vorgenommen. Es ist ein Plan. Und? Was habt ihr so gemacht? Das ist eine lockere Art zu fragen. Was habt ihr so gemacht? Erzählt mir. So macht die Frage sehr umgangssprachlich und natürlich. Was habt ihr so gemacht? So eine typische Montagsfrage unter Kollegen. Und jetzt die Hausaufgabe. Ja, schreibt uns in die Kommentare, auf Deutsch, wie euer letztes Wochenende war. 3 bis 5 Sätze. Was habt ihr gemacht? Wie war es? Und dann schreibt noch einen Satz dazu. Euer ideales Wochenende. Was wäre für euch das perfekte Wochenende? Wir lesen wirklich alles und wir freuen uns so auf eure Wochenendgeschichten. Okay, lass uns zusammenfassen. Was haben wir heute gelernt? Erstens, das Wochenende beschreiben. Wie war dein Wochenende? Es war schön, ruhig, aufregend, gemütlich, chaotisch, erholsam, abenteuerlich. Zweitens, Vergangenheitsformen. Ich habe gemalt. Ich bin gelaufen. Wir haben gegrillt. Ich bin spazieren gegangen. Haben oder sein, je nach Verb. Ich habe meditiert, also das, was Matteo gemacht hat, und alle anderen Wochenendaktivitäten. Drittens, Wochenendaktivitäten. Ausschlafen, frühstücken, spazieren gehen, Freunde treffen, grillen, faulenzen, einem Hobby nachgehen, einen Ausflug machen, Serien schauen. Viertens, wichtige Wörter. Erholsam. Es hat einen erholt. Gemütlich. Warm und angenehm. Es hat sich gelohnt. Es war es wert. Das Wochenende hat mir gut getan. Aufladen. Energie sammeln. Und fünftens, das Wichtigste. Das Wochenende ist nicht nur Pause. Es ist Leben. Es ist Freude, Kreativität, Verbindung, Erholung. Und wenn man darüber reden kann, auf Deutsch, dann lebt man diese Sprache wirklich. Man lebt die Sprache. Ja,
Das ist das Schönste. Drückt auf die Glocke. Und teilt den Podcast mit jemandem, der Deutsch lernt. Diese Episode ist perfekt für das Wochenende. Auf dem Sofa, mit Kaffee, entspannt lernen. Der gemütlichste Deutschkurs der Welt. Genau. Passt auf euch auf. Genießt das Wochenende, schlaft aus, trefft Menschen, die ihr liebt. Und feiert den Feierabend am Freitag. Wirklich feiert ihn. Endlich Wochenende. Für alle. Endlich Wochenende. In jeder Sprache. Tschüss. Und denkt daran, Fehler sind Freunde. Auch am Wochenende. Besonders am Wochenende. Da darf man alles ausprobieren. Tschüss. Tschüss und schönes Wochenende, ihr Lieben.